Die Welt hält den Atem an. So Svenski, auf einer Skala von 0 bis 10. Wie hart haben wir uns gerade die Schnute verbrannt? Es ist circa eine 11. Hätte nicht mehr lange gedauert, dann hätte ich geheult. Und zwar wie ein kleines Kind. Ja, ich muss auch sagen, das war hart an der Grenze zu den Tränen. Aber dafür suchen wir uns jetzt ein Eis. Ja. Das hier ist der Spot für heute Abend. Zumindest mal der erste. Svenski, Wahrscheinlich auch der einzige für heute Abend. wie zufrieden bist du? Ja, dafür, dass wir uns wirklich gar keine Gedanken gemacht haben, die ganze Zeit nur gegessen haben, das ist eigentlich völlig in Ordnung, würde ich sagen. Ja, ich denke auch, es könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Wir haben uns zwar einen Gedanken gemacht, und zwar, dass da hinten angestrahlt wird. Das wollten wir auf dem Bild haben. Ansonsten, ja. Keine Angler im Bild. Das wäre natürlich super. Da steht meine Cam. Svenski baut da auf. Was machst du gerade so? Erzähl doch mal. Ja, ich habe hier gerade einen 6-fachen-Filter drauf gemacht, dass ich das Wasser schön glatt ziehen kann. Und da möchte ich noch diese Spiegelung von den Gebäuden im Wasser haben. Aber da wird mir wahrscheinlich kein 6-fach-Filter reichen. Da werde ich 10 nehmen müssen, denke ich, mindestens. Und dann habe ich hoffentlich den gewünschten Effekt. Christianski, sind die ersten Bilder schon im Kasten? Ja. Und was machst du da gerade eigentlich so? Ich mache gerade eine lange Belichtung, 4 Minuten. Okay, und was bringt das so? Weißt du das? Ja, also eigentlich nicht, aber also ich habe mal gelesen, dass das irgendwie die Menschen wegbeamen soll. Und auch wenn hier das Wasser sich bewegt und so, dann wird es glatt. Willst du das jetzt auch mal ausprobieren vielleicht? Ja, okay, warte. Vielleicht hast du auch die Chance, dass du ziehende Wolken oder so hast bei dem Himmel. Also Langzeitbelichtung ist ja alles Ja, wir schauen uns mal, der 250. wir schauen uns mal die Einstellungen an hier, Genau, da oben. wenn man sie lesen kann. Natürlich nicht. ja, auf dann jeden Fall. hier aufs Display. Das kann man bestimmt auch nicht lesen. So, geht. Geiler Fokus. Fokus, Chef, Egal. oder was? Dann lese ich sie vor. Blende 10, ISO 50, Belichtungszeit 2,5 Sekunden. Ja, 2,5 Sekunden, das können wir schon zu einer Langzeitbelichtung zählen. Boah, Weil- ist dieses Bild geil. Oh ja. Oh, Bruder. ja. Dieser Himmel ist Das göttlich. Weiß in dem Bild ist übrigens geiler Himmelwarnung. So, hier haben wir Svenski, der zum ersten Mal in diesem Land versucht, jetzt seine Drohne in die Luft zu bringen. Svenski, wie zuversichtlich bist du? Auf einer Skala von 1 bis 10 so eine 1. Ich hoffe, dass ich hier das GPS-Signal bekomme Dann kann ja schon gar nichts mehr schief gehen. und dass ich da nicht irgendwie mit einer chinesischen Nummer aktivieren muss. Das wäre gar nicht so geil. Aber versuchen wir es, würde ich sagen. Jawohl. Das, was ihr da gerade gehört habt, ist eine typische chinesische Reisegruppe. Etwas nervig. Etwas sehr nervig. Allerdings.
Es kann sich hier nur noch um Stunden handeln. So, sie hat sich schon mal bewegt. Das heißt nicht so viel? So, meine Damen und Herren, Sie werden jetzt Zeuge des Erstflugs in China von Svenskys Drohne. Es ist ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber für Svensky ein riesengroßer. Und die Welt hält den Atem an. Wir haben jetzt auch noch mehrere Zuschauer. Hoffentlich hält die Welt nicht mehr den Atem an, denn sonst wäre sie bisher erstickt. Der Akku von der Family ist zu leer. Ich glaube, das liegt am GPS. Aha, okay. Eine letzte Frage. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung heute? Auf einer Skala von 1 bis 10 so eine -2. Okay, das war eine realistische Einschätzung. Vielen Dank dafür, Svensky. Aber mit den Bildern wird es bestimmt besser. Ja, garantiert. Dafür sind wir ja bekannt. So, wir sind jetzt hier ein weiteres Mal in Fenghuang am Spot. Es läuft wieder mal relativ durchwachsen, weil der Himmel mal wieder zu gut aussieht. Ja, schauen wir doch diesem Christianski mal über die Schulter. Ihm wird schon von einigen Chinesen geholfen. Und so wie es aussieht, war es gut, oder? Keine Ahnung. Hammer, oder? Hammer. Mega geile Komposition auf jeden Fall. So, wenn jetzt das Wasser mal wieder glatt ziehen, oh, da treibt auch schon schön Müll drin rum. Ja, Mann. Wo Das sind macht- die Müllfischer? Das macht sich im Bild natürlich wieder sehr gut. Auf jeden Fall werden wir wieder das Wasser glatt ziehen und die Reflexion, die man gerade etwas sogar sieht. Ja, wenn wir dann ein bisschen versuchen, da klarer ins Wasser reinzubekommen. Mal sehen, ob das so klappt.